Es geht wieder los. Viel Spaß im Feiertagsmagazin. Bereit für die Rückrunde? Erfolgreiches Trainingslager mit kleinen Sorgenfalten. Bereit für die Wölfe? Wichtiger Gradmesser am Sonntagabend. Bereit fürs Comeback? Heute auf der Couch, morgen vielleicht auf dem Platz. Studiogast Mario Götze. Hallo und herzlich willkommen bei BVB Total. Ich bin wieder hier in meinem Glasstudio und das bedeutet, die Bundesliga geht wieder los. Morgen geht es gegen den VfL Wolfsburg. Das erste Heimspiel im Jahre 2018 steht auf dem Programm. Und wir sollten natürlich den Schwung und den Elan der letzten beiden Ligaspiele mit in die Partie nehmen, um hier gegen Wolfsburg zu bestehen. Dazu hat sich die Mannschaft gut vorbereitet. Wir waren alle gemeinsam im Trainingslager in Marbella in Südspanien. Und dort haben wir einen Rückkehrer gesehen, der uns sehr, sehr, sehr viel Freude bereitet hat. Das Lächeln ist zurück bei Mario Götze. In Marbella kämpft er sich wieder in die Mannschaft, brennt auf sein Comeback. Eine Geschichte, die sich wiederholt. Erster Spieltag in Wolfsburg. Mario spielt erstmals nach langer Pause, krönt seine Leistung mit der Vorlage zum 1:0. Dann ein behutsamer Aufbau mit langsam steigender Spielzeit. Häufig ist er einer der stärksten Borussen auf dem Feld. Im Derby das erste Saisontor. Aber auch der Rückschlag, Bänderriss im Sprunggelenk. Die Hinrunde frühzeitig beendet. Im Jahr 2018 greift Mario wieder an. 60 Minuten im Testspiel mit vielen starken Aktionen. Jetzt geht es erneut gegen Wolfsburg. Wieder mit einem Comeback für Mario Götze. Ja, als erstes freue ich mich natürlich, dass er hier bei mir ist. Herzlich willkommen. Und die Frage gebe ich direkt weiter. Mit einem Comeback morgen gegen Wolfsburg? Ja, also ich bin fit, mir geht's gut. Ob es dann natürlich dazu führt, dass ich auch spiele, das wird sich rausstellen. Aber ja, du könntest. Ich könnte, genau. Ja, auf jeden Fall. Ja. Schön. Das ist also ja ich schon bin mal bereit, auf jeden Fall. Wie sieht es überhaupt in der Mannschaft aus? Wir waren ja alle gemeinsam in Marbella, da lagen ja doch mehrere Leute in der Horizontalen, weil es ihnen nicht so gut geht. Geht es wieder allen einigermaßen gut? Ja, also es macht zumindest den Eindruck, seit gestern stehen alle wieder so ungefähr. Also nee, alles gut. Also ich glaube, die Jungs haben es überstanden, alle, die da betroffen waren. Ja, habe ich so auch noch nicht erlebt, also dass so viele betroffen waren in der kurzen Zeit und dann auch. Du bist verschont geblieben. Zum Glück, ja. Normalerweise erwischt mich immer irgendwie auch, ne? Aber nee, zum Glück ist das nicht passiert. So, Trainingslager jetzt abgehakt, jetzt geht es weiter mit der Bundesliga. Morgen geht es gegen Wolfsburg. Deine Einschätzung? Ihr seid gut eingestellt auf das Spiel gegen Wolfsburg und freut euch auf die Rückrunde? Ja, ich glaube, ich kann für alle sprechen. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns, dass die Vorbereitung relativ kurz war, dass es direkt weitergeht. Dass wir jetzt auch eigentlich nur einen kurzen Break hatten. Ich glaube, hat uns allen gut getan, definitiv. Aber wie gesagt, wir hatten ein gutes Trainingslager. Wir haben jetzt noch eine gute Trainingswoche gehabt und von daher, wir freuen uns aufs Spiel, dann noch zu Hause, dann gegen Wolfsburg. Wir sind guter Dinge, wir sind gut drauf, alle fit. Aber es ist auch mal gut, einfach mal eine Woche abzuschalten. Ja, einfach definitiv. Das zu tun, wo man Lust so hat. Ja. Kommt immer ganz gelegen, so mitten in der Saison, kurzer Break. Ich glaube, das kommt allen ganz gelegen. Wir wollen gleich natürlich noch ein bisschen intensiver uns um die Saison kümmern. Aber vorher gibt es unsere Rubrik Sag doch mal. Ein dir nicht unbekannter Freund hat die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Und hier ist sie und ich bin mal auf deine Antwort gespannt. Lieber Mario, was ich schon immer wissen wollte ist, wie viel Espressi trinkst du eigentlich am Tag? Und wieso? Ja. Das ist eine gute Frage. Trinkst du ich trinke viel und gerne? Also es hat sich nach einer Zeit ergeben. So. Ich habe früher nie Kaffee getrunken, so wie ich auch nie Sushi gegessen habe. Und mittlerweile ist es so, dass ich viel Sushi esse und dass ich viel Kaffee trinke. Und weil er die Frage gerade gestellt hat, also so 5 bis 6 sind es auf jeden Fall. Ja. Aber dann lieber ein Espresso, Espresso. und einen Schluck Wasser hinterher. Genau. Ja. Ein Espresso, morgens, mittags, abends, je nachdem. Also es ist auch tagesabhängig. Manchmal sind es 2 nur, aber manchmal sind es auch deutlich mehr.
Du und Marco, ihr seid ja quasi das Dreamteam bei uns in der Mannschaft und seit deiner Rückkehr habt ihr aber erst 3-mal zusammen gespielt, insgesamt nur 95 Minuten, so viel ist das Pflichtspiele? Waren das Pflichtspiele sogar? Ich glaube nicht, ne? Ja? Doch? Ja, Pflichtspiele. Okay. Weil wir haben ein Testspiel war dabei, da haben wir 90 Minuten gespielt, aber das ist schon... Jetzt sehen sich natürlich alle Borussen danach, dass ihr wieder zusammen auflauft. Wie sehr brennt ihr beide darauf, wieder gemeinsam auf dem Feld zu stehen? Ja, ich glaube, seit meiner Rückkehr, seitdem ich wieder hier bin, wollten wir auch generell öfters zusammenspielen. Also so ist es nicht. Manchmal kann man das ja alles nicht vorhersehen, so wie es jetzt ja auch gelaufen ist. Und umso mehr freuen wir uns jetzt auch darauf, wenn das mal wieder klappt. Dann noch zu Hause vielleicht sogar, das wäre natürlich überragend. Ich freue mich einfach, wenn Marco wieder zurück ist, wenn er wieder gesund ist, wenn er wieder spielen kann. Dann hilft er der Mannschaft, dann hilft er mir. Das ist ein wichtiger Teil auch für mein Spiel. Und deshalb freue ich mich, wenn er wieder da ist, auf jeden Fall. Das wird gut. Das wird sehr Eine gut. gute Freundschaft kann sich ja auch aufs Feld übertragen, ne? Ja, definitiv. So ist es auch. Also wir verstehen uns auf dem Platz, neben dem Platz. Das ist wichtig, ist generell wichtig. Und es macht es neben dem Platz, aber auch auf dem Platz definitiv einfacher. Und ich freue mich, wenn er wieder da ist, wenn wir wieder zusammen spielen können. Es wird eine sehr gute Sache. Ja. Und dann springt ihr euch wieder so an, das ne? müssen wir noch nicht mal schauen. Ja, aber es war in der Vergangenheit ein gutes Omen. Von daher wahrscheinlich könnte das sein, ja. Dann springen wir uns wieder an. Gut, mach das ruhig. Okay. Dann wissen wir, dass ein Tor gefallen ist. Du hast in Marbella die ersten Trainingseinheiten unter Peter Stöger mitgemacht. Und worauf legt er den Wert? Und wie ist dein erster Eindruck von ihm? Mein erster Eindruck ist sehr gut vom neuen Trainer. Ich glaube, er kommuniziert viel. Er möchte es uns möglichst einfach machen. Er will das Beste aus jedem Spieler rausholen, individuell die Stärken sehen und die dann auch unterstreichen und auch dann zum Vorschein bringen. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache. Was die komplette Mannschaft betrifft, legt er natürlich sehr viel Wert darauf, dass wir Stabilität haben, dass wir eine Sicherheit haben, dass wir aus diesem Konstrukt dann auch herausspielen und da dann unsere Nadelstiche setzen. Und ich meine, wir sind immer für ein Tor gut. Ich glaube, wir haben die meisten geschossenen Tore in der Bundesliga. Das ist ein Zeichen für uns, ist ein positives Zeichen. Und ich glaube, das Einzige, was uns jetzt noch so ein bisschen gefehlt hat, und ich hoffe, dass es jetzt auch wiederkommt. Und es wird sich dann auch gegen Wolfsburg zeigen, dass wir einfach aus der Stabilität heraus spielen können. Du bist mit Maximilian Philipp der notenbeste Borusse, was wir alles rausbekommen haben. Gut recherchiert. Ne? Jetzt bist du ja bereit für morgen. Was hast du dir für die Rückrunde vorgenommen oder nimmt man sich gar nichts mehr vor? Da hast du auch wirklich viel Pech gehabt mit den Verletzungen. Ja. Und Mist, ne? Ja, aber es gehört dazu. Ich glaube, jeder Fußballer hat das auch, oder generell im Fußball, im Extremsport oder auch im Leistungssport ist es so, dass das dazugehört. Es kommt nur darauf an, wie man damit umgeht. Und von daher, ich freue mich jetzt, das habe ich auch hinter mir gelassen, ein neues Jahr hat begonnen und wir freuen uns auf die Rückrunde. Wir haben gute Aufgaben, Bundesliga und Europa League, 2 Wettbewerbe, die wir auf jeden Fall positiv gestalten wollen. Und das ist in der Europa League so, dass wir da möglichst weit kommen wollen. Das ist, glaube ich, eine tolle Gelegenheit, gerade auch für den Verein und auch für uns als Spieler, dann noch mal ins Finale zu kommen. Absolut. Und vor allem dann auch in der Bundesliga natürlich für uns für die Champions League zu qualifizieren. Das wird die beiden Ziele, die haben wir uns auf jeden Fall gesteckt und die habe ich mir auch gesteckt. Also die decken sich eigentlich mit meinen Ambitionen auch. Ja. Ja, da drücken wir natürlich alle Daumen. Du hast im Training klar Marbella Vollgas gegeben, das haben wir alle gesehen. Aber auch abseits des Rasens war Mario sehr aktiv. Schmell, willst du nicht mit deiner Chance? Nee, ich möchte mit dir spielen, weil ich bin Rechtsfuß. Faires Spiel. Weg? Ja, wie weg? Achso. Mach doch mit Torwart, Marco. Erstmal ins Aus. Aus damit. Ey, hier Einwurf. Ey! Jetzt Marco mal! Nein! Schnell, schieß! Oh! Bro, das ist zu nah. Nein! Schwarz! 1. Ja. Er hat zurückgezogen. Nimm ihn weg, wirklich, sei ehrlich. Halt den Heller, die Ohren voll. Oh. Du bist ein Arsch, Alter. Er macht einfach. Warte doch mal, Alter. Ey, hier sind 80 Bälle, hol doch nicht den Ball da, Schwelle. Sorry. Das war akzentfreies, schönes Griechisch.
Nein. Hast du irgendein Wort verstanden? 0. Guck mal, C, Alter. So klar. Oder was? Oh, was? Wir müssen mal überlegen. Das ist eine Katastrophe. Noch nicht einmal ist der Name gefallen. Können wir den Joker anrufen? Wen würdest du anrufen? Shinji. 3, 2, 1. Marco! Ich würde C sagen. Ja, dann wird C. C. Klicken wir drauf, ja? Bringt nichts. Wir haben schon gewonnen. Das ist stark. Ja, alle Folgen von Tippkick-Turnier, die sind ja jetzt schon online. Das Quiz-Taxi kommt jetzt so nach und nach. Ich glaube, Ende nächster Woche sind alle Sendungen gezeigt. Wir haben gesehen, ihr habt sehr viel gelacht. Wir verraten natürlich noch nichts, wer gewonnen hat beim Quiz-Taxi. Das ist doch ganz klar. Aber ist für euch auch mal eine schöne Abwechslung da, wenn ihr nur am Trainieren seid, einfach mal ins Auto zu steigen und meine beknackten Fragen zu beantworten? Ja, also klar, kann sich die Fahrt dahin natürlich auch ein bisschen leichter machen und auch schneller vergehen lassen. Von daher, nee, es passt eigentlich ganz gut. Und ich glaube, es ist eine gelungene Sache. Es ist wirklich eine gute Abwechslung. Ja. Aber man merkt, dass ihr Sportler seid. Das ist völlig egal, wer da im Auto sitzt. Es ist Ehrgeiz. Alle wollen gewinnen. Auch wenn man vielleicht jetzt nicht so direkt Shinji versteht. Aber trotz alledem, jeder ist da mal überlegen, ist da irgendwas gewesen, weil ich da raushöre? Ist das normal bei Fußball, bei Sportlern? Ja, ich glaube schon, ja. Alle wollen gewinnen, ja, egal. Und wenn es beim Quiz-Taxi ist, ne? Nee, auf jeden Fall. Ja, ich glaube schon. Also jeder bringt dann auch irgendwie den Ehrgeiz mit, komischerweise. Auch in der Hinsicht. Also von daher, ich bin mal gespannt, wer gewonnen hat. Jetzt kommt übrigens der nächste Zweikampf. Nobby gegen Mario. Gut. Volleykracher? Volleyball? Hä? Volleykracher? Volleyball? Volleyball. Das heißt, dass einer vielleicht den Ball so weg oder einer direkt aus der Luft irgendeiner nimmt. 3, 2, 1. Hä? Ich bin Da gespannt. weiß er schon. Nein, ich weiß. Ja, ich hätte gedacht, dass der war das. Ich weiß es doch auch nicht. Volleyball. Oder was? Ja. Oh, macht er aber gut. Macht er wirklich gut. Ja, schade. Oder? Warum freust du dich denn so? Oh. Hey, Teddy ohne Schuh. Teddy ohne Schuh oder Teddy ohne Rücksicht? Das ist ganz klar. 3, 2, 1. Das war Fritz Walter gegen Stuttgart. Aber macht er Wer gut. kommt da jetzt? Oh, Günter Schäfer? macht er gut. Nee, weiß ich nicht, ist auch egal. Teddy. Teddy ist gut. Fast noch. Oh. Ui. Ui. Ist das Jan Koller? Rettung mit Blau, Blaulicht. Rettung mit Tacker. Rettung mit Blaulicht? Blaulicht. Blaulicht auf dem Blatt? Nein. Ich weiß. Aha. Ich würde. Ja. Drei, 2, 1. Ich muss das machen, weil das ist schon fast unwahrscheinlich, dass das. Normalerweise wird er getackert, aber Blaulicht vielleicht auf dem ist Blatt, das glaub ich irgendwie so ein Wagen, der da hingefahren kommt. nicht. Ja, da blutet er doch. Ja, Nein, das kann nicht sein! Der war wieder Blaulicht. Ja, wird er nicht getackert, oder? Nee? nein, Was macht er denn mit dem? der wird da draufgelegt und weggefahren. Komm, unentschieden. Okay.
Ja, da sehen wir in den Zwischenstand 30-30. Mario schon im Gefühl des sicheren Sieges. Konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass mit Blaulicht irgendein Team da agiert hat. Ich habe es allerdings auch nur erraten und ein bisschen Glück gehabt. Ich freue mich natürlich. Ich freue mich total. Siegerfoto, oder wie? Ja, das gibt jetzt ein Siegerfoto. Ich finde es schön, dass ich zu den Gästen gehöre. So, warte mal, das ist hier jetzt. Okay. Dann müssen wir mal gucken. So, ist das so okay? Das ist gut. Das wird, ich bin ein bisschen im Schatten von dir. Es war zu spät, glaube ich. Bitte? Meinst du das nichts? Ja, das Bild braucht natürlich ein Momentchen. Nein, so lange braucht das nicht. Und wir schauen uns einen kleinen Beitrag an. Unsere Jungs waren bei der U10 und haben mit den Jungs den Torschuss geübt. Richtig schöne Bilder und vielleicht kann Mario, wenn die Bilder laufen, ein bisschen was dazu sagen. Es war ein reiner Zufall, weil die Kiddies, die standen am Zaun nach unserem Training und Nuri hatte die Idee, dann die Spieler einfach reinholen zu lassen und haben dann das Tor geöffnet und sind reingekommen und haben Torschuss geübt nach dem Training. Ich glaube, es war die U10, wie Massimo dann uns auch gesagt hatte. Und es war eine ganz witzige Aktion, weil Nuri und ich ja auch in der Jugend gespielt haben und auch dann durch den Zaun ab und zu geschaut haben. So haben wir uns dann ein bisschen wieder gesehen und so ist das Ganze zustande gekommen. Hast du vielleicht einen neuen Mario gesehen? Ja, da sind ein paar dabei, glaube ich. Ja? Ja? Die sind, glaube ich, alle 9, von daher, das war wirklich witzig. Ja. Das war wirklich cool. Ja, für die Jungs sicherlich super, das Größte, was passieren konnte. Genau, nee, es war eine coole Aktion. Ja. Ach, schön, toll. Cool, ja. Wir finden es natürlich auch toll. Jetzt schauen wir mal auf das Bild. Das wäre schön, wenn du darauf unterschreiben. Ja, okay. Unterschreiben hier. Ja. Du musst auch noch unterschreiben, oder? Nö, das ist meine Unterschrift ist nicht so wichtig. Deine ist. Kann man auch nicht so gut erkennen. Ja, das gibt so eine schöne Collage am Jahresende. Und du guckst aber jetzt auch nicht so. Guck mal, so toll, guck da jetzt auf. Ja, das war's für heute. Danke. Morgen ist übrigens Schalalalala-Tag. Schalala. Und denkt dran, Schal nicht vergessen, das ganze Stadion soll schwarz-gelb sein. Mario, vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Wir wünschen dir natürlich morgen einen Einsatz, ein Tor, Danke. 5 Vorlagen und noch ein Tor. Nehme ich alles. Und noch ein Tor. Das finde ich gut. Das würde uns alle glücklich machen. Super. Und dich natürlich auch. Danke. Das war's heute Danke. vom Feiertagsmagazin. Nochmals Merci. vielen Dank. Ihr drückt die Daumen, wenn ihr nicht hier im Stadion sein solltet. Bis dahin, tschüss, macht's gut. Der Ciao, ciao. Mario und der Norbert. Viel Spaß im Feiertagsmagazin. Ah, okay. Wait. Es geht wieder los. Viel Spaß im Feiertagsmagazin. Genau. Es geht wieder los. Viel Spaß im Feiertagsmagazin. Die Idee und dann ich kann.